Hello everybody, and today I am making a stuffed pork chop. Heute machen wir ein gefülltes Kotelett und es wird mit Sauerkraut und Mostrich, Senf gefüllt. It's going to be stuffed with sauerkraut and mustard. Eine Zwiebel brauchen wir dazu. Die wird jetzt schön geschält. Die Zwiebel wird jetzt klein geschnitten, nicht zu klein. Whoops. Now we're going to cut the onion on reasonable size, not too much, not too little. And I've got two beautiful pork chops here. They're even antibiotic free and hormone free. Ich habe zwei sehr schöne Koteletts hier, die haben aber keinen Knochen mit drin. Die sind ohne Hormone und ohne Antibiotika. So, now I've only eaten this recipe once, and that was years ago when my niece from Berlin was visiting, and she made it, and she had learned it from her mom. So, since I bought these lovely chops, I phoned my sister yesterday and asked her to remind me of how do you make it. So she did. So this is a recipe from my sister Karina. Das ist ein Rezept meiner Schwester Karina. Das einzige Mal, dass ich das gegessen habe und mir sehr gut geschmeckt hat, war vor vielen Jahren, als meine Nichte aus Berlin uns besucht hat. Und dann habe ich gestern meine Schwester angerufen und habe gefragt, wie war das Rezept nochmal? Also Karina, das ist dein Rezept. We're gonna cut a pocket into the meat. Like that. Ja. Und jetzt ganz einfach Salz und Pfeffer. Jetzt brauche ich den Handschuh aber nicht mehr. Salz und Pfeffer, innen drin auch. Und da wir die jetzt gerade schon mal schön geöffnet haben, werden die innen mit Senf bestrichen. And since they're open, we are going to spread some Dijon mustard, or any mustard that you like actually would work. There we go. And now we're gonna stuff this with sauerkraut. This is simple sauerkraut from a jar that I bought in the store. Und jetzt wird das mit Sauerkraut gefüllt. Das ist einfacher, normaler Sauerkraut, den man im Laden kauft. Jetzt wird das zugemacht. Und jetzt könnte man, Karina meinte, dass sie das mit Zahnstochern macht, aber irgendwie mache ich das lieber mit Baumwollstrippe. So, einfach ein kleines Paketchen daraus zusammenbinden. Sieht das nicht lustig aus? My sister prefers to do this with toothpicks, but I thought, why not make a little package out of it? It kind of looks cute, doesn't it? And now the other side, salt and pepper. In the meantime, I'm going to turn the stove on high heat. In der Zwischenzeit mache ich den Herd an, ziemlich stark an, und da ist ein Esslöffel Pflanzenöl drin. There's 1 tablespoon vegetable oil in it. So now we can also put a little bit of mustard on the outside, Karina said. Wir können auch ein bisschen Senf noch von außen aufstreichen. Und jetzt rüber zum Ofen, zum Herd. Meine Zwiebel, um zu sehen, wann das heiß genug ist. In der Zwischenzeit muss ich mir noch mal die Hände waschen. Und jetzt kommen die Fleisch
Stücke in die Pfanne. So the oil is really hot and the stuffed chops go into the pan. So this didn't take very long, das ging ganz schnell. Nur nochmal zur Wiederholung. Just as a recap, these are pork chops. I cut a pocket into it, stuffed them with sauerkraut and spread mustard inside, salt and pepper inside and outside, and then I fried them together, and with an onion I seared them. Now as you can see, they're nice and brown. I'm going to turn my stove off, and I'm going to add approximately 200 milliliters of plain water. Now I'm going to add a little bit more salt and pepper. So der Herd ist ausgeschaltet. Jetzt habe ich ungefähr 200 Milliliter Wasser dazu gegossen und noch mehr Salz und Pfeffer. Und jetzt Deckel drauf. Jetzt mache ich das erst noch mal so ein bisschen hin und her, damit der Bratensatz abgelöst wird. I'm going to swish it back and forth a little bit so that the brown bits come up to the front, to the surface. Look how lovely the sauce looks already. And it's not even sauce yet. The lid goes on and it goes into my preheated oven, 375, for about half an hour. So, Deckel drauf. Jetzt geht es in den vorgeheizten Ofen, ungefähr 190 Grad Celsius, für circa eine halbe Stunde. Und dann gucken wir mal, was Sache ist. And after that, we'll see what happens. Okay, wir sehen uns in einer halben Stunde. Bis dann. See you in half an hour. So, I've got my big gloves on. Ich habe meine großen Handschuhe an, weil ich jetzt die Pfanne aus dem Herd geholt habe. So, eine halbe Stunde ist vergangen, a half hour passed. And now let's take a look here. This looks pretty good. Now let's see how done the meat is. That looks good too. Hot. I think it's absolutely perfect. Ooh, that was hot. So I still have a couple of tablespoons of sauerkraut. Now I don't know if my sister Karina would do this, but I love sauerkraut. So I'm just going to mix it under the sauce here. Now let's see if the sauce still needs salt and pepper. It doesn't need anything. It's fantastic. So I'll take the chops out. Ich nehme die Koteletts raus. Und die Pfanne geht jetzt wieder zum Herd zurück. The pot is going to go back to the stove for just a few minutes so I can make the sauce a little thicker. Einfach die Soße etwas anzulegen. So my sauce is boiling again. I have a heaping teaspoon of cornstarch and approximately 100 milliliters of water. So, einen gehäuften Esslöffel Kartoffelstärke oder Maisstärke geht auch. Cornstarch is good too, not just potato starch, but this is potato starch. And about 100 milliliters water, 100 Milliliter Wasser circa. So, und das Wasser ist kalt, das muss kalt sein. Und jetzt werde ich das langsam dazugeben. I'm gonna add it very slowly. I might not need it all. And I'm gonna keep stirring until it's at the consistency I want it to be. Maybe a little more. We might even just need half of it. We need to be a little bit patient because keep remembering this is cold water.
Wir müssen ein bisschen Geduld haben, weil das ja kaltes Wasser ist. Und wir müssen jetzt erst die Hitze ihre Arbeit machen lassen. You just have to let the heat do its job. So, nochmal kurz abschmecken. Absolutely perfect. And we're going to unpack our packages. Wir packen jetzt unsere kleinen Pakete aus. Oh, that looks good. And look how brown this sauce is. It's only the onions. There is nothing added to it to give it that color. Only the searing of the meat and the onions. Now look at that. Wie sieht das aus? Ist das nicht wunderschön und braun, die Soße? Das ist nur, weil wir das Fleisch angebraten haben und die Zwiebeln angebraten haben. Und deshalb ist das so schön braun. So, und servieren würde ich das Ganze einfach nur mit ein paar Salzkartoffeln. So, dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. I wish you bon appetit. So, das ist alles, was übrig geblieben ist, die Soße. Mit der Kartoffel wunderbar. Die Koteletts sind aufgegessen, die haben wunderbar geschmeckt. Die Frage ist jetzt aber, Karina, habe ich es richtig gemacht? The question is, to my sister Karina, did I do it right? Well, we'll find out. So, until then, I will see you later. Auf Wiedersehen. So, today I received the answer from my sister Karina about the stuffed pork chop. Heute hat meine Schwester Karina mein Video gesehen mit dem Kotelett, das mit Sauerkraut gefüllt ist. Und hier ist ihre Antwort. Hallo Ilona, wir haben uns das Video gerade angeguckt, das Kotelett-Video, hast alles goldrichtig gemacht. Yeah, so what she says is, hello Ilona, we just watched your video and you did it gold right, which is sort of a German version of saying you did it very well. There you have it, she approves.